Hey Mona, wie war das nochmal mit unseren BIM-Modellen? Was können die? Also eigentlich ist es so, ich würde es jetzt mal anhand von unserem Duro Plus Futterrohr erklären. Es ist so, dass alle geometrischen Informationen enthalten sind. Also jetzt zum Beispiel bei unserem Duro Futterrohr ist sozusagen der schwarze Geometriekörper abgebildet, unsere Verschlussdeckel beidseitig abgebildet und eben auch der Mauerkragen, also der Rondo Base in dem Fall, ist abgebildet. Und zusätzlich zu der Geometrie, die der Kunde rauslesen kann aus unserem BIM-Modell, sind einfach ganz viele alphanumerische Informationen mitgeliefert. Sprich, der Kunde kann das Gewicht von dem Artikel herauslesen. Wenn er jetzt statt dem Durchmesser einen größeren nimmt, dann verändern sich automatisch auch die ganzen Infos, die dahinterlegt sind. Und das ist eben auch ein Kniff von BIM-Modellen, dass eben gewisse Längen sich einfach automatisch anpassen. Dann kriegt er noch so Zusatzinfos wie Zolltarifnummern, Ausschreibungstexte, der Link zu unserer Website. Und zusätzlich kann er eben auch optional weiteres Zubehör hinzuschalten. Also das wäre jetzt halt anstelle von den gelben Verschlussdeckeln, die hier jetzt drauf sind, könnte der Kunde eben auch die Fix-Schalungshilfe einfügen. Das sind unsere BIM-Modelle eben intelligent modelliert, sprich diese Fix-Schalungshilfe passt vom Durchmesser natürlich jetzt nicht auf dieses Rohr, würde sich aber dann im BIM-Modell eben intelligent vergrößern, sodass es eben genau zu dem Rohrdurchmesser passt. Wichtig ist, dass der Detaillierungsgrad nicht 100% die Realität abbildet, sondern wir bilden die wesentlichen Infos ab, sodass einfach klar ist, welches Volumen verdrängt dieser Körper und reduzieren all das, was halt technisch nicht unbedingt nötig ist für die Planung, weil wenn wir das zu genau machen würden, dann ist einfach die Projektperformance für den Kunden in seinem Projekt richtig schlecht. Das bedeutet, er hat ein großes Datenvolumen, wo er mit diesem BIM-Modell von unserem Duro reinladen würde. Das verlangsamt einfach seine Arbeit mit der Software. Danke Mona, jetzt habe ich es verstanden.